Hallo, ich begrüße euch. Das, was ich hier jetzt vortragen will, das ist die Keynote zur Einführung einer interkulturellen Volkshochschule. Wer in einem anderen Land arbeiten möchte, der muss auch dessen Sprache sprechen. Wer einen anspruchsvollen Beruf hat, der muss auch die übliche Fachsprache beherrschen, sonst wird man kaum adäquate Stellenangebote erhalten. Zum Studium und zur Teilnahme an internationalen Fachkongressen, da reicht Englisch. Wer aber mit deutschen Kollegen und Mitarbeitern sprechen möchte, der kann das in der Regel nur auf Deutsch, weil die können in der Regel kaum so gut Englisch, dass man denen alles, was am Arbeitsplatz zu besprechen ist, auch in Englisch mitteilen kann. Nur mit Englisch zu bewerben, das gelingt allenfalls Vorstandsmitgliedern bei deutschen Banken. Da gab es ja mal einen Inder und der hat eben kein Deutsch auf C2-Niveau gesprochen. Wie komme ich auf die Idee? Damit ich meine Stichworte lesen kann, muss ich gelegentlich die Lesebrille aufsetzen. Das, was da Hintergrund ist, das kann man sehr gut über eine Playlist auf meinem Kanal bei YouTube anrufen, Konrad Rennert, ihr seht es ja hier. Und da kann man dann auch sehen, wie sich das entwickelt hat. Ich bin gelegentlich für Volkshochschulen tätig gewesen und da habe ich mich mit dem Grundgedanken der Volkshochschule beschäftigt. Die Volkshochschulen, die wurden im Prinzip in Dänemark erfunden, gegründet. Da gab es einen Pfarrer und Philosophen und Lehrer, also der war universal gebildet, der hieß Grundtvig. Und er hat vor ca. 120 Jahren die erste Heimvolkshochschule in Dänemark gegründet. Die Idee war dabei nicht, dass man da irgendwas Neues macht und da vielleicht Noten zu vergeben oder eben Schule auf anderem Mittel, sondern seine Idee war im Prinzip auch schon ein Vorgriff auf das lebenslange Lernen, von dem wir heute sprechen. Das hat er also damals schon gewusst, dass man voneinander lernt. Die Lehrer lernen auch von den Schülern eben durch die Fragestellungen, die da aufkommen. Und das Konzept, das war also so, dass man das, was damals Heimvolkshochschule hieß, heute global übertragen kann. Und zwar so, dass man eben nicht Heimvolkshochschule das Ganze nennt, sondern Volkshochschule per Homeoffice. Das heißt, diejenigen, die etwas lernen wollen, die können irgendwo auf der Welt sitzen, wenn sie einen Internetanschluss haben und eine Ausrüstung, die fürs Homeoffice tauglich ist. Und die, die etwas bieten, die haben die gleiche Ausstattung. Deshalb, das ist in beiden Richtungen möglich, zu kommunizieren und Fragen zu stellen. Und das ist also im Prinzip die moderne Version dessen, was der Däne Grundtvig vor ca. 180 Jahren gesagt hat. So, will ich nochmal meine Brille aufsetzen. Ja, da steht jetzt noch bei meinen Stichworten Schule des Lebens durch Praxis und die Förderung des lebenslangen Lernens. Das habe ich mir also im Zusammenhang mit dem Herrn Grundtvig aufgeschrieben. Eben habe ich es noch nicht gesagt. Das, was ich hier an Zitaten nenne, beispielsweise eben auch das Wirken des Dänen Grundtvig, das kann man hier auf meiner Stoffsammlung nachlesen, die ihr im Anhang oder in der Beschreibung zum Video findet und auch erreichen könnt, wenn ihr auf die Informationsschaltfläche rechts oben klickt. Das ist also möglich. Das, was uns global ermöglicht, miteinander zu kommunizieren, ist, dass man andere Sprachen spricht. Wenn jemand nach Deutschland kommt, der spricht Deutsch als Fremdsprache. Wenn ich in England studieren wollte oder vor 50 Jahren, ist es ja fast her, auf die Idee gekommen wäre, ich mache mein Physikstudium nicht in Göttingen in Deutschland, sondern in Amerika, irgendwo Kalifornien, da ist es schön warm, dann hätte ich vorher English as a Foreign Language, hätte ich also entsprechende Kurse besuchen müssen und am Ende hätte dann da der sogenannte TOEFL-Test
gestanden Test of English as a Foreign Language. Entsprechendes gibt es dann auch in Französisch. Français langue étrangère oder so ähnlich hätte ich dann studieren müssen. Mein älterer Sohn hat das ja auch. Er hat also in Frankreich ein Studium, ein bilinguales Studium absolviert in Metz und in Straßburg. Deshalb ein bisschen kenne ich mich da aus, eben auf Basis der Erfahrung im eigenen Umfeld. Ich habe eben erwähnt, Fremdsprachen muss man lernen, ob Deutsch als Fremdsprache oder Englisch oder Französisch. Ich habe hier den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachniveaus. Der liegt hier vor, den seht ihr hier. Mit gelber Farbe habe ich das markiert, worum es bei mir und bei meinem Projekt geht. Ich möchte kein Sprachlehrer werden für den Einstieg, das kann ich auch gar nicht. Ich habe eben nur ein bisschen Schulenglisch gehabt und Schulfranzösisch. Das reicht, damit ich als Physiker die Fachbücher lesen konnte. Aber das ist eben nicht genug, damit ich Menschen, die diese Sprache lernen wollen, den Einstieg, die Basics lernen wollen, um die zu unterrichten. Das klappt auch noch nicht, wenn es darum geht, denen den kompetenten Umgang mit einer Sprache beizubringen. Dafür sind die gut ausgebildeten Sprachlehrer, egal in welcher Sprache, zuständig. In diesem Projekt geht es um Dienstleistungen, die einsetzen, wenn die da mitmachen, das Niveau der selbstständigen Sprachverwendung erreicht haben. Das heißt etwa das Niveau B2, das sollte also schon vorhanden sein. Das, was dem vorausgeht, habe ich ja gesagt, ist das, was man so von den üblichen Sprachlehrern lernt. Bei dem Niveau B1 oder B2, da kann man also auch schon in Deutschland damit beginnen, hier zum Beispiel einen Ausbildungsvertrag abzuschließen und eine Berufsschule zu besuchen. Das wird mit B1 oder B2 Wissen noch nicht so richtig funktionieren, aber mit gutem Willen und richtigen Kontakten zu Mitschülern, da kann das klappen. Wenn man in Deutschland studieren will, dann braucht man die DSH-Prüfung, die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang. Das ist, glaube ich, die Abkürzung. Und damit kann man dann hier an den üblichen Vorlesungen und Veranstaltungen an der Universität teilnehmen, weil die Sprache eben schon so ausgebildet ist, dass sie für die kompetente Sprachverwendung reicht. Da habe ich auch Erfahrung mit. Vor etwa 5 Jahren hatte ich ein Projekt mit einem meiner chinesischen Mieter, Yuan Chu, man kann es im Internet lesen. Und dem habe ich also geholfen, weil er mich auch fachlich interessierte, als Elektroingenieur mit ihm Kontakt aufzunehmen. Da haben wir dann also sowas ausprobiert, B2-Unterricht besucht und eine Prüfung abgelegt und dann auch noch die DSH-Prüfung, das geschah dann in Kassel und danach hat er dann am Karlsruher Institut für Technologie, dem KIT, hat er dann seinen Master in Elektrotechnik gemacht. Das, was er brauchte, um in Karlsruhe dann erfolgreich zu sein und seinen Masterabschluss zu erzielen, das war Deutsch auf Fachniveau. Beim Deutschlernen auf dem fachlichen Niveau, da konnte ich ihn unterstützen. Das Allgemeine, das hat er also hier an der Sprachschule und an der Kassel Hochschule gelernt, aber die Menschen, die ihn da unterrichteten, das waren eben keine Elektroingenieure, keine Physiker oder keine sonstigen Absolventen von MINT-Fächern, das waren Germanisten. Und genau das ist die Zielgruppe. Deshalb sehen wir hier, was da geleistet werden muss, wenn man hier kompetent in Deutschland kommunizieren will. Das ist hier beschrieben bei dem kompetenten Sprachniveau, was hier bei C1 anfängt. Ich habe eben von der Universität gesprochen und das, was Studenten absolvieren müssen, wenn sie aus dem Ausland kommen und Deutsch als Fremdsprache sprechen, die DSH-Prüfung. Ähnlich ist es aber auch bei den ganzen Ausbildungsberufen, die also vom Niveau her durchaus oft an Bachelorstudiengänge heranreichen. Ich denke da an Fachinformatiker oder Industriekaufmann, oder auch im Logistikbereich gibt es sehr anspruchsvolle Ausbildungsberufe im deutschen dualen Bildungssystem.
Und da weiß ich, weil ich da auch einige Jahre tätig war, dass sich diejenigen, die da einen Abschluss haben wollen, die müssen sich auf Fachgespräche am Ende ihrer Ausbildung vorbereiten. Da muss man eine PowerPoint-Präsentation halten, danach wird man dann vor dem Prüfungsgremium, wird man dann noch eine Viertelstunde interviewt, um festzustellen, wie weit ist man dann da in der Lage, solche Fachgespräche zu führen. Das ist im Prinzip nichts anderes, als das auch beim Studium sein sollte. Es ist eben nur ein anderer Abschluss. Im Alter von 68 Jahren, da bin ich Rentner, aber nebenbei bin ich auch noch Geschäftsführer einer GmbH in Kassel und ich bin auch noch gelegentlich als Online-Dozent für ein Karlsruher Bildungsunternehmen tätig. Da geht es denn darum, dass dort Menschen, die arbeitssuchend sind, sich auf den Computerführerschein vorbereiten für Software, die von Microsoft kommt, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Windows, allgemeine Grundlagen, Datenschutz, Datensicherheit. Das ist also das, was ich da online unterrichte. Weil ich eben auch Geschäftsführer bin und das Unternehmen im Internet präsent ist, da kriege ich jede Woche viele Bewerbungen, die im Prinzip nur Spam sind. Warum? Die Menschen, die sich hier bewerben, wenn sie beispielsweise eine Ausbildung gemacht haben bei einer englischsprachigen Hochschule in Deutschland, da gibt es einige in Wedel, im Sauerland gibt es eine, in Kamp-Lintfort, also es gibt viele, auch in Süddeutschland einige. Und da kann man studieren, ohne dass man die DSH-Prüfung belegt. Wenn man solche englischsprachigen Studiengänge belegt, dann kann man sicherlich auch sehr kompetent arbeiten. Aber nur in Ländern, wo auch Englisch gesprochen wird und nicht in Deutschland. Wer hier in Deutschland arbeiten will und sich bewerben will, der muss kompetent Deutsch sprechen. Ich bekomme als Geschäftsführer jede Woche viele Bewerbungen, die meisten landen automatisch in meinem Spam-Filter. Wenn da die Anrede schon beginnt mit sehr geehrte Damen und Herren, dann ist die Bewerbung für mich schon völlig uninteressant, weil man sieht, dass ich der Geschäftsführer bin, bei dem man sich bewerben kann. Ich bin bei LinkedIn, ich bin bei YouTube und wer sich ernsthaft für mein Unternehmen interessiert, der spricht mich auch persönlich an. Aber das wird nicht gemacht. Da wird dann eine Bewerbung geschrieben an sehr geehrte Damen und Herren, die wird dann mit künstlicher Intelligenz, mit einer sehr guten Übersetzungssoftware wie zum Beispiel DeepL, wird die übersetzt ins Deutsche und dann kommt da sowas zustande, wie ihr es hier seht. Und das ist keine Leistung. Das kann ich auch. Ich kann mich auch einfach mit meiner, wenn ich jetzt jung wäre und wollte mich da bewerben, dann schreibe ich die Bewerbung und lasse die mit DeepL übersetzen ins Chinesische oder ins Englische oder Französische oder was auch immer. Das ist eine Sache, die sollte man also nicht tun. Der sollte sich erst einmal über das Unternehmen informieren. Wer ist da der Ansprechpartner? Das steht bei mir im Impressum des Unternehmens. Und dann sollte man eben auch eine persönliche Ansprache wählen und nicht sehr geehrte Damen und Herren. Man sollte die Bewerbung eben auch in einer Sprache sprechen oder abfassen, die man selbst sprechen kann. Weil wenn ich dann so jemanden einlade und er hat da eine super Bewerbung in hervorragendem Deutsch abgeliefert und er spricht das nicht im gleichen Maße, dann ist der für mich völlig unglaubwürdig. Also nicht in der Muttersprache formulieren und dann mit DeepL oder irgendeiner anderen Übersetzungssoftware übersetzen lassen. Das Ergebnis kann ja ganz gut sein, aber das entspricht eben nicht der Sprache, die man dann spricht, wenn man miteinander ins Gespräch kommt. Diese ausländischen Studiengänge, die es hier in Deutschland gibt, in Englisch, hier habe ich ja einen im Hintergrund, die eignen sich, wie gesagt, dafür, sich in englischsprachigen Ländern zu bewerben oder wenn man eben gleich auf Vorstandsniveau arbeiten kann in Deutschland, dann geht das vielleicht auch. Aber wer als Ingenieur Teamleiter ist im deutschen Unternehmen, der muss auch die Sprache der Mitarbeiter sprechen. Jetzt komme ich
mit dieser Folie auf den Grundgedanken des Projektes, was ich hier anbiete. Eine Kollegin und ich betreiben gemeinsam eine Lernplattform, die nennen wir hier in der Pilotphase, wo wir das Ganze erproben wollen, rennert.moodlecloud.com. Die gibt es schon, da habe ich keine zusätzlichen Kosten. Und da können sich ab Dezember dann die ersten Interessenten melden. Jeder bekommt einen virtuellen Besprechungsraum, einen Meetingraum, und den kann man dann nach eigenem Ermessen gestalten. Man erhält für diejenigen, die schon Erfahrung mit Moodle haben, man erhält da für seinen Raum die üblichen Lehrerrechte. Das heißt, man kann da machen, was man will. Man kann auch die Teilnehmer auf der Plattform dazu einladen, um da miteinander Dinge zu besprechen, Fachgespräche zu führen oder was auch immer. Das ist also dann das, wo ich sage, da können wir so eine virtuelle Volkshochschule abbilden. Dieser virtuelle Raum, den jeder Dozent gestalten kann oder jeder Kursleiter, der etwas anbieten kann. Aber jeder, der da auf der Plattform ist, der ist gleichzeitig Lehrer und Schüler. Er will anderen behilflich sein, die Sprache, die er spricht, zu verbessern, oder er will bei anderen teilnehmen, um deren Muttersprache zu lernen. Also im Prinzip ein Tandem auf Gegenseitigkeit, wie ich das ja schon mal sagte. Die fachlichen Kontakte, die man dann auf dieser Plattform knüpft, die sind kostenlos. Ganz einfach deshalb, ich kann was bieten und bekomme eine Gegenleistung. Und da braucht man dann kein Geld für zahlen. Wenn das aber anders ist, jemand bietet sehr viel, aber er kann keine adäquate Gegenleistung bekommen, dann kann man das auch mit einer Zahlung machen, nur die wird dann nicht über diese Plattform abgewickelt. Das geht anders und das ist auch schon bewährt. Es gibt international tätige Plattformen, die man dann nutzen kann, wenn das eben nicht auf Gegenseitigkeit geht. Die heißt dann beispielsweise Preply und kommt aus der Ukraine. Oder die heißt italki oder Italki, wenn man es jetzt deutsch ausspricht. Die kommt aus Hongkong. Und es gibt noch eine amerikanische, die ich kenne, Wörbling, die ist in Kalifornien ansässig. Und da kann sich jeder, der eben was bieten kann, auch Fachgespräche, der kann sich da anmelden und bekommt da auch sein Honorar abgerechnet. Nur die Plattform wird natürlich einen Anteil für sich behalten, um die ganze Infrastruktur zu finanzieren. Aber das ist eine Sache, da habe ich dann nichts mit zu tun, aber sowas kann man dann auch auf der Plattform, die wir da betreiben, das kann man da organisieren, ne? Und das erspart mir eben da diese ganze Abrechnerei. Wenn das auf Gegenseitigkeit geht, ist es kostenlos. In der Phase, wo wir das hier testen, ist es auch kostenlos, überhaupt sich an dieser Plattform anzumelden. Wenn das aber eine bewährte Sache ist, dann kann man sagen, okay, die Plattform, das ist unser virtueller Campus, unsere virtuelle Volkshochschule, und da kann man dann einmal im Semester, also alle halbe Jahr, eine Pauschale zahlen und dann kann man hier das machen, was ich ja eben schon beschrieben habe. Dass diese Idee vielversprechend ist, das denke ich, ist auch eine Folge der Pandemie durch den Coronavirus. Die Menschen haben sich mittlerweile an Videokonferenzen gewöhnt. Sie sind froh, dass sie die nicht immer machen müssen, aber man hat sich daran gewöhnt, man hat die Routine und das kann man natürlich jetzt auch für das Distanzlernen einsetzen oder eben auch, um seine Sprachkenntnisse durch internationale Kontakte auszubauen. Das gilt natürlich auch für Auslandsstudenten, also Studenten, die irgendwo auf der Welt im Ausland studieren wollen. Die können sich über so eine Plattform auch Tandempartner suchen im fremden Land, um da ihre Fachkontakte anzubahnen. Ja, ich denke da wieder an den Chinesen, den ich da hatte. Wenn er in China mit mir hätte konferieren können, dann hätten wir schon vorab vieles optimieren und besprechen können, was ihn, nachdem er hier in Deutschland war und festgestellt hat, was ihm fehlte an der deutschen Sprache, vor allen Dingen das Hörverstehen im Umgang mit Muttersprachlern,
das hätte man da verbessern können und das hätte seinen Eltern, in dem konkreten Fall weiß ich das, mindestens 10.000 € erspart. Und das geht natürlich in alle Richtungen. Wenn man also schon fachliche Kontakte aus dem Heimatland knüpfen kann, dann kommt man schneller in dem Zielland, wo man dann sein Auslandsstudium macht, da kommt man dann viel schneller an. Um das nochmal zu wiederholen, es soll hier kein Grundkurs angeboten werden, sondern wer hier auf der Plattform mitmacht, der soll hier keine Sprachkurse suchen, sondern fachliche Kontakte in einer Fremdsprache. Und diese Fremdsprache muss er eben schon so gut verstehen, dass man sie selbstständig verwenden kann. Der Lehrer, der macht das nur in seiner eigenen Muttersprache, die man dann als Nicht-Muttersprachler beherrschen muss, weil er wird es nicht als Dolmetscher in die eigene Sprache übersetzen können und wollen. Zum Schluss nochmal die Zusammenfassung. Ich suche für solche Projekte Partnerinnen oder Partner, die da mitmachen, kostenlos. Gegenleistung ist kein Honorar, sondern ein Referenzprojekt und die Option, dass man dann, wenn man sich bewährt hat und mir das als sehr erfolgversprechend erscheint, dass man dann vielleicht eine gemeinsame GmbH gründet. Das ist ja hier in Deutschland möglich als UG. Da braucht man auch nicht viel Geld, aber eben Kosten von 600 € entstehen da. Wer das also dann eventuell sich vorstellen kann, da gibt es auch eine Webseite, die Gründerküche, da kann man sich schlau machen. Das ist also die Perspektive, wer also in diese Richtung denken kann. Um da mehr zu erfahren, da gibt es rechts oben bei dem YouTube-Video eine Informationsschaltfläche an dem Kreis mit dem i, könnt ihr das rechts oben erkennen. Und da kommt ihr dann auf meine Webseite, wo ich dann weitere Details beschrieben habe. Was wir denn da gemeinsam machen können, das können wir dann per LinkedIn vorbereiten und dann in der Videokonferenz besprechen. So viel für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.